Hosen voll. Oh. Es wird immer schlechter. Kein Bock mehr. Nur noch über 100 Kilometer. Einen wunderschönen guten Morgen aus Argentinien. Maradona und ich grüßen aus den Anden, schneebedeckt. Und in diesem Video verlasse ich nach 3 Monaten Patagonien und es geht 1000 Kilometer weiter nördlich nach Mendoza. Der Ort hier heißt San Martín de los Andes, ist ein Skiort. Ich habe im letzten Video ein paar Bilder gezeigt und das hier ist quasi mein erster Stopp heute, 5 Minuten vom Hotel entfernt. Ein Wandgemälde von Diego Maradona mit dem schönen Spruch: Wenn die Beine nicht mehr können, spielen wir mit der Seele. Könnte auch ein schönes Motto fürs Motorradfahren sein. Und ja, jetzt fahre ich los. Getankt habe ich heute schon. Was mir aufgefallen ist dabei, dass die Kette ein wenig lose ist ein bisschen länger geworden. Also es ist okay. Normalerweise ist sie immer so ohne Gewicht und dann ist sie ein bisschen strammer. Aber sie fällt jetzt hier nicht runter oder so. Das ist alles noch in Ordnung. Die hat jetzt auch schon wieder 22.000 Kilometer drauf. Ich spanne die dann später nach. Lieber zu lose als zu fest. Ja, jetzt geht's los. Ich weiß noch gar nicht genau, wo ich heute hinfahren will. Auf dem Weg zwischen hier und Mendoza, ich habe jetzt echt ein paar Sachen versucht zu googeln und Leute gefragt und so. Es gibt eigentlich kaum was. Deswegen ist es einfach nach Norden fahren, soweit die Beine oder die Räder tragen. Und dann irgendwo schlafen und am nächsten Tag weiter. Ich denke mal 3 Tage vielleicht oder 3 Etappen. Dann sollte ich in Mendoza sein und da sollte es so zwischen 10 und 15 Grad sein, was deutlich wärmer ist. Ich hoffe, heute erwischt mich kein Schnee, aber ja, jetzt fahren wir erstmal los. Der direkte Weg ist die Route 40 hoch. Das sind bisschen mehr als 1000 Kilometer von hier bis Mendoza und die Route 40 nochmal zur Erinnerung, Ruta 40 oder einfach nur die 40, wie sie hier genannt wird. Der ganze Stolz Argentiniens ist die, wenn mich nicht alles täuscht, längste Nationalstraße der Welt mit 5225 Kilometern, die ein Land auch in voller Länge durchquert. Ja, ich sag's immer wieder, man kann sich das als Europäer schlecht vorstellen, was das hier so für Entfernungen sind. Das ist dann einfach mal von einem Ort zum anderen 400 Kilometer. Das ist normal. Meine Güte, was für eine Landschaft. Das ist absolut der Wahnsinn. Wow. Das ist echt viel Schnee. Ein Traum. Kalt, okay, aber wow. Füchse, Adler, alles am Start. Hätte ich nicht gedacht, dass ich anstatt raus aus dem Schnee erstmal voll reinfahre.
Brücke ist immer gefährlich. Das heißt gefährlich, glatt. Aber ich glaube, es ist alles okay. Jetzt ist es sehr kalt. Shit. Meine Finger. Solange diese Unterziehhandschuhe noch Finger hatten, war das besser. Aber so ist es einfach viel zu kalt an den Fingerspitzen. Das geht nicht. Dafür bin ich nicht ausgerüstet. Und ich meine, das ist ja auch nicht mein Plan hier in der Kälte rumzufahren. Ob man ja, wenn man jetzt mal einen Tag über so einen Berg fährt, okay. Aber es ist kalt, es ist kalt. Oder? Die Straße wird jetzt zunehmend schlechter. Hier ist halt schon unangenehm glatt. Ich habe Glück. Und die Sonne, ja, super gut. Panorama überragend. Aber ich packe jetzt mal ein bisschen Cadena Liquida auf. Warum nicht? Kann nicht schaden vielleicht. Also da vorne geht's immer mal dazu. Manchmal ist es drüber geweht und so. Aber irgendwie diese Seite hier ist deutlich besser. Und ja, ich trage das jetzt mal auf. Ich brauche mal eine kurze Pause, weil meine Füße... Jetzt wird's unangenehm. Fuck, ist die Hosen voll. Uiuiui. Das Zeug hier ist das Schlimmste. So festgefrorenes Eis. Placken. Solange man durchfahren kann, links und rechts ist gut. Irgendwie so ein bisschen. Und da sieht es jetzt zum Beispiel nicht so gut aus. Weiß ich jetzt nicht genau. Ich habe mich vorher in der Mitte. In der Mitte ist es halt immer so ein bisschen hügelig. Da schiebt es nicht links und ein bisschen rechts. Aber es ist auch so, man darf sich, die Angst kommt dann mehr. Man darf sich dann auch nicht zu verrückt machen. Das ist hier gar nicht gut. Jetzt wird es unangenehm. Ich wünsche mir, dass es jetzt bald vorbei ist. Das ist schon hart jetzt. Es kommen leider immer wieder so Stücke, wo es ganz unangenehm ist.
wird immer schlechter. Kein Bock mehr. Nur noch über 100 Kilometer. Es ist spiegelblank hier. Jetzt will ich darüber. Es ist so glatt. Unglaublich hier. ...91 Kilometer, Zappalach. Ich meine, wenn irgendeine Stadt vorher kommt, nehme ich die gerne, aber ich glaube, da kommt nicht viel. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, es ist halt heute Sonnenschein. Das muss man ausnutzen, weil besser werden die Verhältnisse wahrscheinlich nicht als jetzt. Jetzt kommt ein Auto. Fuck. Okay. Oh, jetzt muss ich da hoch. Das wird hart. Das wird sehr hart. Vorher überlegen. So, hier. Das meinte ich mit Brücken. Da ist es immer am schlimmsten. So, hier ist besser jetzt. Ja, mein rechter Fuß, weil ich den immer so unten hatte als Stütz, als Angstfuß. Der ist natürlich pitschenass jetzt und mein Socken ist nass. Ich habe nur ein Paar Wintersocken dabei und es sind 2 Paar übereinander. Also ich könnte vielleicht irgendwann mal anhalten und wenigstens ein Paar Socken wechseln. Ja. Das würde ich zum Beispiel nicht mehr machen, mir Schuhe kaufen, die nicht wasserdicht sind. So, ich wechsle jetzt doch nochmal Socken. Sieht man das, wie rot der Fuß ist? Das ist schon, ist richtig kalt. Schnee nimmt kein Ende, keine Ahnung. Aber die Straße ist jetzt in Ordnung, bis hier zumindest. Ist jetzt noch das letzte Stück, 50 Kilometer. Hoffe ich, dass es okay ist. Und jetzt habe ich gewartet, bis die Sonne raus ist, um die Schuhe zu wechseln. Und dann noch das letzte Stück bis in diese Stadt. Da muss ich mir dann noch eine Unterkunft suchen. Zappalach. Ich habe es tatsächlich geschafft. Oh, reicht auch für heute. Jetzt haben wir 17 Uhr, knapp. Weit war es nicht. Was habe ich gemacht? 250 Kilometer. Allerdings war das stressig mit dem Schnee. Und dass der Schnee hier kein Schnee liegt, habe ich mich getäuscht. So, in den Fluten von Zappalach bin ich fündig geworden. 15 Euro Zimmer, Parking gibt's. Oh, das ist eine richtige Garage oder was? Das
ist ja unglaublich. Das ist ja der beste Parkplatz, den ich hatte seit Santiago. Meine Güte. Okay. Sí. Gracias. Boah. Das ist ja fantastisch. Ja, jetzt werde ich hier heiß duschen und dann werde ich mich auf dem Weg zum Restaurant machen. Viel kann man hier, glaube ich, nicht machen und es ist auch, steht auch überall knietief das Wasser auf der Straße, knöcheltief, sagen wir. Und da habe ich auch gar keine Lust. Ich habe genug Abenteuer für heute gehabt. Das war der erste Streich. Ich habe jetzt schon angefangen, die Sachen zu trocknen. Ja. Bin ich nicht unzufrieden. Mal sehen, wie es morgen weitergeht. Aufgrund des unerwartet schlechten Wetters habe ich es entgegen meiner Ankündigung heute noch nicht geschafft, Patagonien zu verlassen. Aber im nächsten Video werde ich es dann erneut versuchen. Ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Macht's gut. Euer Ruti.